Die Leuchten von Weber und Decree sind jetzt Luxon-kompatibel. Und nicht nur ein paar, ein großer Teil des Sortiments kann jetzt in die smarten Luxon-Umgebungen eingebunden werden. Und damit man da noch den Überblick behalten kann, habe ich heute den Christian dabei, ein Luxon-Experte von Weber und Decree. Ja, Manuel, vielen Dank. Hallo zusammen. Ich freue mich schon sehr, euch heute zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Wir schauen uns heute alles an, von der Planung, wie lange es dauert, vom Auspacken bis zum ersten Licht und was das Ganze eigentlich bringt. Los geht's! Ja, Manuel, ganz einfach gesagt, Design außen, Luxon Intelligenz innen und das Ganze richtig schnell. Wir packen das Thema aus. Housing LED Engine. Die LED Engine ist eigentlich das Wichtigste am ganzen Produkt, weil sie ist die Basis für viele weitere Housings von uns, wo diese Engine hineinpasst. In diesem Fall haben wir hier die Reni Sneak. Die Reni Sneak lässt sich ganz einfach öffnen und das Modul hier ganz einfach einsetzen. Um das Ganze zu fixieren, setzen wir dann den Ring ein, der wie ein Bajonettverschluss funktioniert und somit ist das ganze Produkt auch schon gesichert und in dem Fall sogar IP44 von der Front. Das Housing können wir in unterschiedlichsten Farben bekommen, aber das Wichtigste an dem ganzen Produkt, wie gesagt, ist die LED Engine. Denn die LED Engine, die gibt uns die Möglichkeit zur Konfiguration. Wir haben hier als Standard bereits 2700 Kelvin, 3000 Kelvin und 4000 Kelvin. Viel spezieller wird das Ganze, wenn wir die Color Warm Dim Option wählen, denn mit dieser kann ich die Intensität über die Dim-Funktion steuern, sowie auch die Lichtfarbe, und zwar von 1800 Kelvin bis 3000 Kelvin. Und zusätzlich bieten wir hier 3 verschiedene Ausstrahlwinkel an, von Spot 15 Grad, Standard 34 Grad bis hin zu Wide Flood 56 Grad. Alles klar. Und Luxon würde ich jetzt direkt bei der Produktauswahl auf der Website auswählen, oder? Ganz genau. Ist ein Standard mittlerweile bei uns wie DALI oder FaceCut. Man findet hier auch die Luxon-Auswahl. Ich sehe da auf der Website, da gibt es wirklich einige Optionen, rundeckig, zurückversetzt, IP44. Warum braucht es da so eine große Auswahl? Ja, Manuel, unterschiedliche Projekte, unterschiedliche Kunden, unterschiedliche Anwendungen. Schauen wir einfach nur mal in ein Badezimmer. Dort brauchen wir IP44 Leuchten, Spritzwasser. Schauen wir in ein Wohnzimmer, dort will ich nicht immer von einem Downlight geblendet werden. Versetze das Produkt zurück in die Decke und ich bin perfekt entblendet. Oder habe ich einen Designanspruch, will ich nicht immer runde Leuchten, ich will einmal eckige Leuchte, mit Rand oder ohne Rand verbaut. Wir geben da eine richtig große Varianz an Möglichkeiten. Ja, perfekt. Und bei den Lichtoptionen hier sehe ich, da gibt es auch noch mal einiges zum Auswählen. Was genau bedeutet das? Genau, also nicht nur Dimmen ist wichtig, auch der Farbwiedergabewert ist wichtig und der wird in einem CRI-Wert angegeben. Umso höher dieser Wert ist, umso höher ist natürlich der Farbwiedergabewert. Wir sprechen hier von CRI 90+. Das heißt, wenn wir Materialien, Farben, Texturen beleuchten mit unserem Produkt, haben wir hier immer eine sehr intensive Wiedergabe des Möbels oder der Farbe. Sehr gut. Und wenn mein Lieblingsprodukt jetzt die Luxon-Option auf der Website nicht anbietet, was kann ich da machen? Das heißt bei uns im Grunde nur, wir bieten das Produkt jetzt nicht auf Tree-Basis Luxon an, macht aber überhaupt nichts, denn Luxon bietet unterschiedliche Extensions für DALI, für FaceCut und somit kann man eigentlich unser ganzes Produktportfolio mit Luxon betreiben. Aber im Speziellen sind die Tree-Produkte natürlich für uns wichtig, da man auch in dieser Umgebung bleiben will. Das heißt, wir haben mittlerweile schon 115 verschiedene Luxon Tree-Produkte, 1450 verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten ergeben sich daraus. Nicht schlecht, aber was bringt diese ganze Automation jetzt konkret im Alltag? Naja, es erleichtert den Alltag natürlich. Ich kann Szenen automatisieren, ich kann einen Relax-Mode einstellen, ich kann ein Nachtlicht zum Beispiel programmieren, alles über Präsenzmelder steuern oder über die App oder über einfache Taster, die ich einlerne ins System. Ja, viel davon habe ich beim Franz in Wien in seinem Luxury Home schon gesehen. Wenn ihr unsere Leuchten mal in Aktion sehen wollt, in so einem Luxon Home, dann findet ihr das Video in der Beschreibung. Aber Christian, warum genau Luxon Tree? Ja, Tree gibt ganz viele Vorteile. Wir haben hier ein eigenes Ökosystem. Die Verkabelung ist relativ einfach. Wir haben ein eigenes Tree-Kabel und die Topologie der Verkabelung von Leuchte zu Leuchte zu Leuchte ist natürlich vom Aufwand und von der Geschwindigkeit her auf der Baustelle enorm. Aber ich habe einen kleinen Versuchsaufbau gemacht und möchte da gerne zeigen.
Wir haben hier auf dem kleinen Versuchsaufbau einen Miniserver verbaut. Der Miniserver hat bereits den Tree-Bus integriert, das heißt, ich kann hier bereits 50 Leuchten oder Peripheriegeräte wie ein Taster einlernen. Unsere Leuchte mit dem Colorworm-Team LED Engine und hier habe ich noch den Luxon Taster, um das Ganze jetzt auch einmal zu zeigen. Wenn ich hier jetzt auf den Taster drücke, wird unser Produkt von 1800 Kelvin leicht auf die 3000 Kelvin hinauf dimmen. Genau. Und hier hat man jetzt schon gesehen, wie einfach dass diese Dimmung funktioniert. Die kann man natürlich auch in der Luxon Config einstellen von der Geschwindigkeit her. Und das gleiche natürlich rückwärts, wenn ich das Produkt ausschalte, dimmt es hinunter und wir sind wieder ausgeschaltet. Wie lange hat das Einlernen von der Leuchte jetzt ungefähr gedauert? Ja, das geht eigentlich ganz rasch. Sobald der Luxon Mini-Server konfiguriert ist, braucht man eigentlich nur unsere Leuchte an den Tree-Bus anhängen und ich finde sie sofort in der Luxon Config und kann sie mit dem entsprechenden Lichtbaustein verknüpfen und je nach Bedarf programmieren. Viel Info jetzt, auch alleine schon für dieses Video. Was macht man, wenn man da Hilfe bei der Planung braucht? Da kommt man natürlich zu uns. Wir unterstützen bei der Lichtplanung, wissen genau, wie normgerechte Auslegung von UGR-Werten, von Lux-Werten geht und natürlich am Endeffekt muss ein sauberes Konzept entstehen und da sind wir natürlich die Profis. Herzlichen Dank, Christian. Ihr findet jetzt auf der Website alle Weber & Decree Luxon Produkte auf einen Blick oder ihr schaut euch unseren Besuch im Luxury Home an. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.